So Leute, damit willkommen zurück zu Vampyr. Und ja, was wir mal machen könnten. Erst einmal. Na, komm schon. Good evening, Milton. Ich Good würde mal evening, Doctor. Still den hier trying to abschließen, dann save kann ich lives. gleich mal jemanden aussaugen. Nochmal, ist ja schon etwas länger her, auch wenn ich erst vor kurzem den anderen Typen hier ausgesaugt habe. Hier fehlt mir noch ein Hinweis, dann wird er wahrscheinlich 2000 AP geben. Wise choice. Was kann ich denn hier? Miltons Lombara oder Miltons Schrotflinte 350. Nee, ich habe gerade keine Verwendung dafür. Was ich mal machen könnte, ich habe ja den Typen hier ausgesaugt, genau. Er holt sich. Dafür müsste ich einmal pennen. Das können wir gleich mal machen. Warte mal. Hey, Doc. So. Theoretisch könnten wir ihn eigentlich mal aussagen, weil er ist eigentlich nichts mehr wert. Und dann sind wir nämlich los. Von daher. Dann lohnt sich das Schlafen nämlich auch. So. Weil der ist eigentlich nur noch Last im Grunde genommen in diesem Bezirk. Und dann. Warum saugen eigentlich alle Leute immer im Krankenhaus aus? Das fällt doch auch auf. Muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Ich frage mich, ob ich in diesem Let's Play nochmal schaffen werde, einmal einen auszusagen. Also einen Bezirk komplett leer zu machen. Und jetzt nicht so quasi nach dem Motto, dass irgendwelche Leute durch irgendwelche anderen Dinge sterben, außer durch mich. Ja, Schwester, der Mann ist krank, ich will dem nur helfen. Ich frage mich eigentlich, wo die ganzen anderen Leichen hin sind, die wir hier eigentlich ausgesaugt haben. Hat der Jonathan die verbuddelt oder wie? So. Das wird seine Schwester vielleicht nicht sonderlich freuen, aber... Oder seine Frau, Entschuldigung. War seine Frau, ne? Ja, doch, war seine Frau. I killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. Les I Beil. lived the way I wanted. Gut, jetzt haben wir 3000 AP. Was ist mit ihm? Was hast du vor? Was hast du vor? Good Nein, Dr. Reid. gibt's nichts. Auch nichts. Gut. Gut, tu das, was du eigentlich vorher tun wolltest. Ach, Mann. Dr. Edgar Swansea, was machen Sie denn da hinten? Ach, das hier ist sein Büro, stimmt ja. Okay, jetzt habe ich gerade das abgebrochen, was er eigentlich hätte tun können. Aber auch noch ein Typ Kopfschmerzen. Ich habe nichts gegen Kopfschmerzen. Wo kriege ich dieses vermaledeite Rezept gegen Kopfschmerzen her? Das frage ich mich die ganze Zeit über noch immer. Was ich nochmal tun sollte, wäre noch wieder neues Zeug herstellen. Codein habe ich nicht. Ja, verdammt. So. Dann einmal bitte Evolution. Alter, unsere Augen sehen auch schon da aus hier so, ne? Kriegen wir Schlitze? Ich glaube, wir kriegen wir kriegen so Schlitzaugen. Das ist auch cool. Okay, Schattennebel. Will ich das Ding wirklich verbessern für 2000? Ist es mir eigentlich aktuell nicht wert. Sprung. 2250. Macht 20 Schock. Mehr. 5 Schock mehr. Schaden geht nicht hoch. Macht halt nur 5 Schock mehr. Brauche ich aktuell auch nicht. Barriere. Kostet immer nichts. Absorbiert 3 Treffer. Hält 5 Sekunden an. Abklingzeit ist niedriger. Dann kostet das hier was. Absorbiert 1 Treffer. Explodiert aber. Will ich das hier nehmen. Oder Schattenschleier. Das könnte auch interessant werden. Was bräuchte ich, um das hier abzugraden? Das könnte ich sogar... Kommt die 2000 AP nehme ich dafür jetzt gerade mal, um Schaden abzuhören. Nur 350 Schaden ist irgendwie für eine ultimative Fähigkeit, finde ich es ein bisschen wenig. So, hier. Mehr Blut noch. So. Bestätigen. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Ich werde Patronen dazu bekommen. Wie es so um die Stadt steht. Geheilt, tot. Tot,
mit ihm ist irgendwas erst vermisst. Okay, da können wir gleich mal gucken. Da müsste ja auch auf der Map dann wieder so ein Marker sein. Aber ansonsten, hier sieht's gut aus. Gehalt. Gehalt. Geht hoch auf stabil. Okay. Ja, hier hat er noch Erkältung, Bronchitis, Erschöpfung, Erkältung, Kopfschmerzen. Na, jetzt wollte ich den Rest noch gucken. Mann. Habe ich vergessen. Wie sieht's hier aus? Hier geht's eigentlich, ne? Hier geht's halt eigentlich wirklich. Harry Peterson, Barry Lewitt. Ich könnte... Die sind eigentlich fertig von ihrem Storybogen her. Aber ich kann es halt nicht aussagen, weil ich noch nicht die Stufe habe. Ja, ihn halt auch noch nicht. So, wir bräuchten definitiv mal mehr Zeug gegen Erschöpfung. Und gegen Erkältung, aber gegen Erkältung kann ich nicht sehr schnell, weil ich keine Kodin habe. Ach, verdammt. So, das heißt, ich würde jetzt ganz kurz nochmal mit dem Mr. Theroy Tippets sprechen, Strickland sprechen, meine ich. Damit ich dann diese Nebenmission abgeschlossen habe. Ich jetzt gerade wüsste, wo der ist. Dort. Strickland. So. And good evening. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reid? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reid. That's all I'm asking. Okay. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reid. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reid. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Ja. Ja. You have my support, Dr. Strickland. I know exactly what it feels like to battle an unknown disease with only your mind and force of will to help you. Thank you, Dr. Reid. You don't know what that means to me. Okay. Der hätte nur noch einen Hinweis. Den können wir auch nicht behandeln, weil der Kopfschmerzen hat. Goodbye, Doctor. Tja. So. Wo ist denn der? Ist hier. Ich setze mir da mal einen Marker. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Okay. Ich könnte mir sagen, ich würde den Marker hier mal gerne wegmachen. So. Jetzt gucken wir mal, was jetzt dabei rausgekommen ist, dass ich den einen getötet habe. Wie immer er hier ist. Sag mir nicht, der ist in den Kanal gegangen. Wahrscheinlich. Okay, mal gucken, was aus ihm geworden ist. Wenn der sich jetzt auch in so ein Werwolf-Ding verwandelt hat, dann, ja. Wenn sich jetzt alle Leute, mit die sich in dessen Personenkreis ich töte, in Werwolf verwandeln, dann dürfte das interessant werden. Ist doch irgendwo dort, oder? Ist der hier unten irgendwo? Boshafter Skull. Ja, wo ist der? Mal ganz kurz, ne?
Mann, reicht schon mal hier jetzt. So. Ist der hier drin oder steht der irgendwo anders da? Nee, warte mal. Könnte der wirklich hier drin sein? Also hier sind definitiv mehr Skulls als... So. Ne, da geht's nicht lang. Ne, da ist Geschrei, boshafter Skull. Blinzelnder Skull. So, die sind ja alle kein Problem, aber ich frage mich wirklich, ob der... Wo bist du? Mann! Mann, es reicht doch jetzt mal hier. So. Ist der hier drin? Newton Blight, ja, da ist er doch. Okay, also verwandeln sich jetzt alle Leute in einen Werwolf, wenn ich deren Personenkreis töte? Oder ist das nur bei denen jetzt so? Das ist die Frage. Da würde ich mal sagen, ne? Moinsen! Erstmal Raum schaffen. Der redet nicht. Oder wie? Hä? Was macht der denn da? Ah, ach du Scheiße. Aua. Was hast du sie nur alle? Der redet aber nicht so viel. Na gut, okay. Seine Entscheidung. Yay. Newtons Säbel. Okay, hat das auch erledigt. Das heißt ja dann, aktuell zumindest verwandeln sich alle Leute in Werwolf, dessen Personenumkreis ich töte. Ja, interessant, ne? Gut, da wir das erledigt hätten, würde ich sagen... Ja, was können wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir haben das erledigt, wir haben das erledigt. Ich würde jetzt sagen, wir könnten... Wir haben das erledigt, das kann weg. So. Das ist ja das Zeug. Wir haben ja hier noch... Bring den Brief zum Mortimer. Das können wir eigentlich noch machen. Weil dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen. Wir sind ja auch schon hier. Gentlemen. So, ich hätte vielleicht das Blut trinken sollen. Ach, egal. So. Und vielleicht mal... Ach, ich kann mich nicht halten. Ja, Mist, ne? So.
Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich beim Pembroke bin. So, nun zurück am Pembroke. Und dann mal gucken, was so jetzt bei Mortimer und so weiter rauskommt. Ich frage mich so, geben wir das Ding seiner Mutter oder geben wir das Ding ihm? So. Ich glaube, wir geben das Ding ihm. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reid. I'll think about it. Now please, let me be. Okay. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Schmerz ist ein Wegweiser, ein glücklicher Mann. Don't you see how lucky you are? You're rich, you're in good health, and you have a loving mother. You're simply drowning in self-pity. Leave me alone then, Doctor, and let me drown myself. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reid. Okay. Hier fehlt halt noch was. I have to... I'm alright. Don't Kann ich waste das your mit time with ihr me. belabern? Good evening, Doctor. Nichts. Ah. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. Your empathy is remarkable, but I fear that your son's decision to end his life has already been made. How dare you talk to a mother like that? Talk to me like that? I'm only trying to be honest, Mrs. Goswick. As painful as this fatal end may be for you, you have to accept this is a possibility. No, I'll never accept it. If my son was to die under your care, well, you have no idea what I'm capable of, Dr. Reid. Sie haben keine Ahnung, wie ich, was ich tun kann. Gut, das haben wir denen was vermasselt. Ja gut, okay. Macht jetzt auch nichts. Gut. Goodbye, Mrs. Good evening, Mr. I'm okay. Ich könnte ihn jetzt theoretisch gesehen auslaugen. So. Oder soll ich warten? Warte mal. Wenn ich sie aussauge, bringt er sich um wahrscheinlich, nicht wahr?
Dann ist es wahrscheinlich doch einfacher, wenn ich sag, ich saug ihn aus. Good evening, So. Mr. I'm okay. Komm mit mir. Ich saug ihn, lässt das wirklich sehr viele Leute aus. Ja. Ja, so muss man eine weitere Untersuchung noch machen, ne? Warte mal. Bevor ich das mache, ich will noch mal alles hier absuchen, ob nicht irgendwas liegt. Nö. Komm mit. So. Jetzt aber wirklich. Alle guten Dinge sind 3, wie man weiß. Ach, diesmal gehen wir nicht in unsere Ecke, obwohl doch. Den könnten wir auch mal aussaugen, der da sitzt. Wird da mich Zeit. Ach, auf den Hinterhof gehen wir jetzt dieses Mal. Okay. Ah, hier schön ins Kämmerlein, zu den Leichen, da kannst du direkt liegen bleiben. So. Ah, durch den Verband ist vielleicht nicht so lecker, aber ey, mein Gott. I don't feel the peace I was looking for. Mother, were you right all along? I'm so sorry. I'm so sorry. Ach, direkt das nächste Ding. Meine Liebste, ich konnte... Nee, was? Hoppala. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben, die der Krankenwagenfahrer dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt. Ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für ein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle. Das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir, dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In tiefer Liebe. Nikolai. Nee, keine Ahnung. Mr. Hooks. Warte mal. Könnten wir ihn eigentlich auch aussaugen? Haben wir irgendwas über ihn noch? Was wir wissen sollten? Nein. Is there anything... I'm all right. Ja, ihm geht's gut. Ach komm, Leute, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann können wir dann auch mal heute etwas auf den Putz hauen, würde ich meinen. Nicht wahr? Wie viel hatten wir jetzt in den letzten beiden Folgen? Wir hatten jetzt... Gut, die beiden Typen sind tot. Der Mister, ich hab's vergessen, die beiden Kriegsveteranen. Dann jetzt der Mortimer, dann er jetzt. Hatten wir noch jemand anderen? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Den Clay Cox, den hatten wir noch richtig. All I wanted was to go back to work, to take care of my children. So. Schöner Kamm. The Mr. Hooks. Da würde ich jetzt gerne mal gucken. Um sie kümmere ich mich, sobald ich gepennt habe. Was ist mit dem hier nochmal? Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Reid? Yes, Does my arrival... Let us... Den hatten wir doch schon mal. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reid, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you.
But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Eieiei, die kann ich jetzt schon nicht leiden. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Wow. Do you think Dr. Strickland has any chance of curing the Spanish flu by himself? His wish to cure the sick is not driven by pride, but by an idealistic view about our mission here. Honestly, I don't know which is worse. You consider him a good practitioner, yet you will not report his methods. Strickland may be a rival, but I will not use dirty tricks or regulations to prove him wrong. We are doctors, not politicians. Das ist wahr. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reid. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Ja, ich kann den nicht leiden. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Oh, Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Ach ja, der braucht jetzt auch mal, den haben wir nämlich Why do ausgesaugt. you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Wir werden... I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reid. There is no need for you to be looking over my shoulder. Hatte ich auch nicht vor. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Das heißt. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reid. We do not see you in surgery very often. Ja, hat zu tun. Tell me, are you... Harvey... Das hatten wir schon. So, da haben wir das. Fehlt nur noch da was. Gut. Ich wollte aber eigentlich ursprünglich mit Milton reden, wenn ich ihn finde. Warte mal, der ist doch normalerweise immer da auf dem Platz unterwegs. Ja, sie haben wir auch noch.
Gwyneth, Brannigan, Milton Hooks. Hier haben wir sie doch. Was, wo kommt ihr beide her? Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? So. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Aha. Ich könnte ihn aussagen, aber ich würde noch mal warten, bis, wie heißt die? Hier, wo ist sie denn? Die Schwester Pippa. Wie sieht's denn bei ihr Good so evening, aus? Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Wer sind Sie wegen Zynismus wird sie nicht retten, sie verlangen einen Preis für Hoffnung. How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reid. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Ja, Goodbye. das ist die Frage. Gut, Leute, ich würde an der Stelle einmal sagen, Kudin, endlich, Halleluja. Ich kann wieder Zeug herstellen. Nee, ich würde einmal sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Dafür gehe ich aber erstmal in mein Zimmer und penne. Zumindest um zu gucken, was so passiert ist. Weil wir haben ja jetzt doch etwas, naja, sehr viel, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Ultimatives Zeug würde ich nicht weitermachen. Ich würde gerne Zustand des Körpers. Ja, mehr Gesundheit ist immer gut. Mehr Ausdauer natürlich auch. Und dann war es das schon. Ich könnte noch dieses Schattenschleier freischalten. Oder mehr Schaden, Heilung. Das könnte eigentlich. So, und jetzt diesmal nicht wegklicken, bevor ich alles durchgeguckt habe. So, mal gucken, was jetzt passiert. So, weg, weg, weg. Das war's. So, sie hat Blutarmut. Er hat immer noch Migräne, die ich nicht heilen kann. Er hat Blutarmut, Erschöpfung. Ansonsten relativ gut. Gut, da geht's schlimmer. Blutarmut. Das müsste ich auch irgendwann mal heilen. Okay, jetzt verändert sich nichts. Da ist das. Da geht's ins Kritische runter. Ich müsste hier eigentlich mal irgendwann mal... Sobald ich Stufe 4 eigentlich habe, kann ich eigentlich... theoretisch sind diese ganze Reihe oben wegnaschen. Auch wenn ich noch nicht ansatzweise hier... das ganze Zeug habe über die beiden. Aber hier, da fehlt nur noch einer. Die 300 RP machen jetzt auch nicht mal viel her. Hier könnte es sich vielleicht nochmal lohnen. Hier, der ist voll. Der kann ich noch nicht. Kann ich auch noch nicht. Sie könnte ich, wenn ich es habe. Ihn könnte ich, wenn ich ihn geheilt habe und noch ein bisschen was rausgefunden habe. Gut. An dieser Stelle, Leute, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen.
Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Es könnte sein, Leute, dass vielleicht schon Mittwoch eine weitere Folge Vampyr kommt. Also morgen. Aber mal schauen, ich weiß noch nicht, wie wir mit Star Wars weiterverkehren. Aus dem Grund, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da und ciao, Leute.